das Echo aus dem Nichts. Die Sensoren der republikanischen Grenzgarnison auf dem Planeten Kirek zeigten ein makelloses, sterbenslangweiliges Nichts an. Kein vertrautes Aufblitzen von Hyperraum-Wurmlöchern störte die Schwärze des Sektors. Keine der typischen Strahlungsspuren, die ein Schiff hinterließ, wenn es eine dimensionale Abkürzung über einen Raum-Zeittunnel verließ, war messbar. Die Galaktische Republik wiegte sich in der absoluten Sicherheit ihrer technologischen Vorherrschaft, und doch waren sie da. Aus der absoluten Schwärze des Vakuums schälten sich gigantische, kantige Silhouetten, behaftet mit kosmischem Staub und den Narben jahrtausendelanger interstellarer Reibung. Sie näherten sich nicht mit der lautlosen Eleganz moderner Repulsorantriebe, sondern mit der brutalen, unbarmherzigen Wucht des physikalischen Normalraums. Die Schiffe schienen eine verzerrte, bläulich glühende Aura aus komprimierter Energie zu umgeben, das optische Echo einer kinetischen Masse, die fast die Grenze des Lichts berührt hatte. Sie feuern, und die Sensoren erfassen die Frequenz nicht, schrieb der junge Deckoffizier, doch sein Ruf ging im ersten, markerschütternden Einschlag unter. Es waren keine Plasmageschosse, die die Schilde der Garnison mit einem Schlag überlasteten. Es waren tonnenschwere kinetische Projektile aus einem unvorstellbar dichten, unbekannten Metall. Sekunden später brachen die dicken Dura-Stahltore der Festung wie trockenes Holz. Gestalten in silbergrauen, schmiedenarbigen Rüstungen stürmten den staubigen Hof. Die Blasterschüsse der Verteidiger prallten wirkungslos von ihren Brustplatten und den finsteren, T-förmigen Visieren ab. Funken sprühten, aber das Metall hielt stand. Die Angreifer sprachen kein Wort. Ihre Gesichter waren hinter Masken verborgen, die wie die Fratzen urzeitlicher Raubvögel wirkten. In den Datenbanken der Republik existierte kein einziger Eintrag über diese Spezies. Für Kirek kam der Untergang aus einer Zeit, die niemand mehr im Gedächtnis hatte. Ein grell orangefarbener Feuerball verschlang die Kommandozentrale von Kirek. (200.000 Jahre zuvor), der Planet Notron, dem heutigen Coruscant. Die Megavulkane des Planeten spuckten flüssiges Gestein und Milliarden Tonnen von Ruß in die Atmosphäre. Die monumentale Urhauptstadt der menschenähnlichen Zell war gerade unter einer kilometerdicken Schicht aus glühender Magma begraben worden. Doch der Aschekrieg war nicht vorbei. Aus der 2-jährigen absoluten Finsternis, die der Ausbruch über den Planeten gebracht hatte, stürmten die Taung. Ihre graue Haut war rußgeschwärzt, ihre Augen brannten vor unbändigem, unnachgiebigem Stolz. Sie trommelten auf ihre Brustpanzer und sangen das Da Verda Verda, das Lied der Schattenkrieger. Inmitten des Chaos und der Asche, noch bevor die Schlachtreihen aufeinander prallten, begannen die ersten Krieger mit den scharfen Klingen ihrer Obsidianmesser ein tiefes Symbol in ihre rohen Brustpanzer zu ritzen. Ein zentraler, nach unten gerichteter Sturmdolch, flankiert von den weiten, erhobenen Schwingen der Raubvögel Notrons. Es war kein Zeichen des blinden Zorns, sondern ein heraldischer Schwur. Es stand für die Standhaftigkeit ihrer Kultur und den Schutz der Schwachen inmitten des Untergangs. Ein Symbol, das über Generationen hinweg
zum stolzen Wappen eines großen mandalorianischen Clanführers werden sollte. Doch die Zell waren eine unerbittliche Flut. Mit einer technologischen und numerischen Übermacht, die selbst der Entschlossenheit der Taung trotzte, schlugen sie zurück. Die Niederlage der grauhäutigen Krieger war absolut. Vertrieben von ihren heiligen Jagdgründen, gedrängt in die kalten stählernen Bäuche ihrer ersten, noch primitiven Fluchtschiffe, blickte der erste Anführer der Taung durch ein zerkratztes, dickes Quarzglasfenster zurück auf die brennende Heimat. Seine Hand lag flach auf der frisch eingeritzten Verzierung seiner Brustplatte, das Metall noch warm von der Reibung der Klinge. Die Atmosphäre von Notron glühte wie eine sterbende Kohle. Wir sterben nicht im Dunkeln, schwor er, während die rohen Partikellaser der Zell die Hülle des Schiffes erzittern ließen und die automatischen Schweißdrohnen Funken sprühten. Wir tragen die Ehre unserer Heimat auf unseren Brüsten, wohin auch immer uns die Sterne führen. Wir machen diese Schiffe zu unserer einzigen Festung und wir machen sie schnell. Jede Sekunde, die wir gewinnen, bewahrt das Erbe unseres Volkes vor dem Vergessen. Die Odyssee im Raum begann als verzweifelter Überlebenskampf und wurde zur größten technologischen und physikalischen Obsession in der Geschichte der Taung. Eingesperrt im kalten Vakuum, ohne das Wissen über dimensionale Abkürzungen oder Hyperraumtechnologie, taten die Taung das Einzige, was ihnen ihren Stolz gebot. Sie passten sich an. Über Generationen hinweg wurden die Triebwerksschmieden zum Herzstück und zum Altar ihrer Kultur. Die plumpen, strahlungsintensiven Fusionsantriebe der Anfangstage wurden zu hocheffizienten Ionen- und Partikelbeschleunigern umgebaut, die mit jedem Jahrhundert mehr Masse in reine Energie umwandelten. Ihre Maximalgeschwindigkeit stieg nicht in Sprüngen, sondern in einem unaufhaltsamen linearen Anstieg. Und dann kam die Physik mit voller Härte ins Spiel, als die Triebwerke die Lichtmauer fast berührten und Geschwindigkeiten hart an der Grenze der Lichtgeschwindigkeit erreichten, veränderte sich das Gefüge des Raumes für die Taung. Die Längenkontraktion setzte ein, für die Crew an Bord schrumpften die unvorstellbaren Distanzen zwischen den fernen Sternensystemen des äußeren Randes auf einen winzigen Bruchteil zusammen. Der Raum vor ihnen stauchte sich wie eine Ziehharmonika. Noch extremer war die Zeitdehnung, während die empfindlichen Schiffssensoren im Zeitraffer aufzeichneten, wie draußen in der Galaxis das unendliche Reich der Rakata aufstieg, die Sterne versklavte und wieder zu Staub zerfiel, verging die Zeit an Bord in einem quälend langsamen, aber schützenden Takt. Die Taung legten strategische Zwischenstopps auf toten Asteroiden und unbewohnten Exoplaneten wie Rhon ein. Sie bauten Ressourcen ab, bauten ihre Schiffe im Stillstand weiter aus, gründeten neue Generationen und flogen mit noch effizienteren Triebwerken wieder ab. Jedes Mal, wenn sie in den Fast-Lichtgeschwindigkeitsmodus schalteten, fror die Zeit für sie fast ein. Für die Chronisten auf Coruscant vergingen fast 200.000 Jahre. Die Zell wurden zu Menschen, bauten die Stadtplanetenstrukturen und vergaßen ihre eigene Geschichte. Für die Taung im Cockpit jedoch war der Schmerz über den Verlust von Notron mental erst ein paar Generationen her.
Ihre Kultur mutierte nicht in der Einsamkeit des Alls. Sie destillierte sich zu purem, kaltem, technisiertem Hass. Nach einem monatelangen brutalen Bremsmanöver, das die künstliche Gravitation der Flotte an ihre Grenzen brachte und die Knochen der Besatzung unter der massiven negativen Beschleunigung erzittern ließ, schwenkte die Flotte in den Orbit einer ungezähmten Urwelt ein. Ihre Langstreckensensoren hatten sie fehlerfrei geleitet. Sie hatten ihre neue Heimat gefunden. Der Planet war frei von intelligenten Spezies, die sie verraten könnten. Stattdessen empfingen die Displays die titanischen Lebenszeichen riesiger, drachenartiger Bestien, die Mythosaurier, und tief unter den tektonischen Platten der Planetenkruste pulsierte ein unentdecktes, spektroskopisch faszinierendes Eisenerz. Hier begann die 2000-jährige Phase der Vorbereitung und Aufrüstung. Die Taung, angeführt von dem legendären Mandalore I., landeten ihre riesigen Generationenschiffe und machten die Planetenoberfläche zu ihrem Truppenübungsplatz. Sie jagten die kolossalen Mythosaurier mit ihren im All perfektionierten Partikelwaffen, bis die Bestien ausgerottet waren. Aus den titanischen Knochen der Kreaturen rammten sie die Fundamente ihrer ersten Festungsstätte in den Boden. Doch der wahre evolutionäre Quantensprung war das Metall im Boden. Die Taung verknüpften ihr jahrtausendealtes Wissen über interstellare Metallurgie mit dem unzerstörbaren Erz und tauften es Beskar. In rituellen, feierlichen Akten schmolzen die Waffenschmiede die äußeren Hüllenplatten der Schiffe ein, die sie durch die Schwärze getragen hatten, und vermischten sie mit dem Beskar-Stahl. Daraus schmiedeten sie die ersten Rüstungen und die ikonischen Helme aus den gejagten, beinahe lichtschnellen Flüchtlingen wurden die mandalorianischen Kreuzritter. 5000 Jahre vor der Schlacht von Yavin begannen sie ihre ersten verdeckten Streifzüge auf Nachbarwelten des Sektors. Sie überfielen die dortigen Systeme nicht nur für Ruhm, sondern mit einem klaren strategischen Ziel. Sie stahlen die moderne Hyperraumtechnologie ihrer Opfer. Sie rissen sich die Wurmlochantriebe unter den Nagel, sezierten die fremden Hyperantriebe, passten sie an ihre eigenen, wuchtigen Schiffe an und vollendeten im Geheimen ihre Metamorphose zur ultimativen Streitmacht. Der Commander der Mandalorianer stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und blickte hinab auf die brennenden Ruinen der Republik-Garnison von Kirek. Er trug eine Rüstung aus purem, grauen Beskar. Seine Maske war den Gesichtszügen seiner Vorfahren nachempfunden, die einst im Aschefeuer von Coruscant um ihr Überleben gekämpft hatten. Für den republikanischen Soldaten unten auf dem Planeten war dies ein plötzlicher, unvorhersehbarer Überfall aus dem Nichts gewesen. Doch für den Commander war es das Ende einer 200.000 Jahre alten Jagd. Die Zeitdehnung hatte sie als lebendes Fossil bewahrt. Ihre Disziplin war stahlhart, ihr Trauma frisch. Die Zell hatten sich in all den Jahrtausenden gemütlich über die Galaxis ausgebreitet und ihre eigene Geschichte vergessen. Die Taung hatten gewartet. Sie hatten die Physik überlistet, um im richtigen Moment aus der Dunkelheit zu treten. Der Commander hob die gepanzerte Hand und gab den Befehl zum finalen Vormarsch. Es war exakt derselbe Kriegsschrei, mit dem seine Ahnen damals die brennende Heimat verlassen hatten.
Nur bedeutete er dieses Mal nicht die Flucht. Er bedeutete die Eroberung. Die Reise des Wappens. Der Wind über Sundari heulte durch die aschefarbenen Ruinen von Mandalore, ein toter Planet, geschunden von den imperialen Säuberungen. Inmitten der rauchenden Krater kniete ein alter Jedi-Meister. Er hatte die Auslöschung seines eigenen Ordens überlebt. Doch die bittere Erkenntnis brannte tiefer als jedes Lichtschwert. Seine erhabene, überhebliche Jedi-Philosophie war an der brutalen Realität aus Blut und Eisen krachend gescheitert. Der Frieden, den er gelehrt hatte, war zur Schwäche geworden. Vor ihm im weißen Glassand lag der leblose Körper eines mandalorianischen Clanführers. Auf dessen beschädigter Beskar-Brustplatte prangte ein Symbol, ein stilisiertes, geflügeltes Schwert. Mit zitternden Händen legte der Jedi die Rüstung an, nicht als Krieger, sondern als Flüchtling. Er sammelte die versprengten Waisen und Überlebenden im Untergrund. Doch er lehrte sie nicht mehr den Pazifismus der Jedi. Aus dem Schmerz seines Versagens schmiedete er einen neuen, kompromisslosen Kodex, die unerbittliche Rüstungsdisziplin Mandalores, gepaart mit der mentalen Kontrolle und Meditation der Jedi. Als der Meister Jahre später starb, wurde das geflügelte Schwert auf seiner Brust zur heiligen Reliquie seiner Nachfahren. Generationen vergingen. Das Imperium schlug ein zweites Mal zu, um die Reste der Mandalorianer endgültig zu tilgen. Doch der geheime Orden der Nachfahren war vorbereitet. Sie kämpften nicht wie andere Clans mit wilden Jetpack-Angriffen. Sie agierten wie eine verschwiegene, disziplinierte Phalanx. Inmitten des Infernos der zweiten Säuberung kaperten sie ein imperiales Großkampfschiff, das mit einem intergalaktischen Hyperraumantrieb ausgestattet war. Diese Galaxis bietet uns keinen Frieden mehr, sprach der junge Ordensmeister, ein direkter Nachfahre der Linie des Jedi. Er strich über das eiserne Wappen auf seiner Brust. Mit einem ohrenbetäubenden Aufheulen riss das Schiff das Gefüge von Raum und Zeit auf. Es war kein gewöhnlicher Sprung. Es war eine Reise zwischen den Galaxien, ein katapultartiger Ausbruch in das endlose schwarze Nichts. Der intergalaktische Sprung forderte seinen Tribut. Mit brennenden Triebwerken und berstenden Schotten materialisierte sich das gekaperte Schiff am fernen Rand einer völlig neuen Galaxie, unserer Milchstraße. Die Reaktoren explodierten noch im Orbit. Den Überlebenden blieb keine Zeit, Vorräte oder die hochentwickelten Blastergewehre zu bergen. Sie konnten nur retten, was sie am Leib trugen: ihre unzerstörbaren Beskar-Rüstungen und eine Handvoll traditioneller, handgeschmiedeter Schwerter, als die Rettungskapseln auf der dichten, von gigantischen Wäldern überwucherten Todeswelt Caliban aufschlugen, öffneten sich die Luken in eine grüne Hölle. Aus dem Dickicht brachen augenblicklich namenlose, mutierte Riesenbestien hervor. Ohne moderne Laserwaffen gab es kein Zurückweichen. In diesem Moment der maximalen Krise erwachte das Erbe des alten Jedi-Meisters. Die Krieger verfielen nicht in Panik. Sie schlossen die Augen, sammelten ihre mentale Stärke in tiefer Meditation und zogen die schweren Klingen. Die Krallen der Kreaturen kratzten wirkungslos am Beskar-Stahl.
während die Mandalorianer im dichten Untergrund den ersten blutigen Nahkampf dieser neuen Welt gewannen. Der Hightech-Krieg war vorbei. Die Ära der Ritter hatte begonnen. Jahrhunderte und Jahrtausende vergingen auf Caliban. Die Erinnerung an die alte Galaxis, an Raumschiffe und Jedi verblasste zu einem mythologischen Gründungsmythos. Die Sprache mutierte, die Technologie wurde primitiv und gotisch. Da das Beskar-Metall nicht nachproduziert werden konnte, schmolzen die Schmiede es über Generationen hinweg ein, streckten es mit lokalen Erzen und goss daraus schwere, klobige Ritterrüstungen. Aus dem mandalorianischen Clan war die Bruderschaft des geflügelten Schwerts geworden, der elitärste Ritterorden Calibans. Die Krieger verbargen ihre Gesichter hinter Visieren und hüllten ihre schweren Rüstungen in grobe, staubige Stoffkutten, genau wie es ihr Urahn, der flüchtige Jedi, einst getan hatte. Sie jagten die Bestien des Planeten zu Fuß mit massiven Großschwertern. Das Wappen auf ihrer Brust war nun das Siegel der absoluten Meisterschaft und einer tiefen, paranoiden Verschwiegenheit. Niemals durfte ein Außenstehender die Wahrheit über ihre Herkunft erfahren. Der Kreis schließt sich. Am Ende der Epoche verdunkelte sich der Himmel über Caliban erneut. Gewaltige, kathedralenartige Kriegsschiffe stiegen aus den Wolken herab. Das Imperium der Menschheit hatte den Planeten entdeckt. An der Spitze der Delegation stand der Imperator selbst, um seinen verloren geglaubten Sohn zu holen, welcher als Findelkind auf Caliban aufgewachsen war und bereits alle Ritterorden unter dem Banner des geflügelten Schwerts geeint hatte. Der Imperator blickte auf die Reihen dieser perfekt disziplinierten, mönchsähnlichen Suprakrieger. Er sah die tiefe mentale Stärke in ihren Augen und das uralte Symbol auf ihren schweren Brustplatten. Ich habe auf Terra eine Armee aus deinen Genen gezüchtet, welche fortan deine Bruderschaft, deinen Namen und dein Banner tragen soll, verkündete der Imperator. Die Dark Angels, das Wappen, das einst vor 100.000 Jahren auf einem fernen Wüstenplaneten namens Mandalore als Zeichen eines sterbenden Clans geschmiedet worden war, trat seine finale Reise an. Es wurde auf die Schulterplatten von Hunderttausenden Space Marines gemalt. Das Symbol eines gescheiterten Jedi und eines vertriebenen Volkes war nun das Banner der mächtigsten Armee der Milchstraße. Unsterblich, unerbittlich und für immer an sein dunkles Geheimnis gekettet.